So, willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal, der sich rund um die Mercedes Klassiker beschäftigt. Ich möchte mich erstmal ganz recht herzlich für das Feedback bedanken, für die tollen Kommentare unter den Videos und die ganze Zuschriften. Und mittlerweile nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, aus der Schweiz, aus Italien, aus Frankreich, aus Großbritannien und sogar aus den USA. Vielen Dank. Ich verspreche auch, dass ich jetzt demnächst nach und nach diese ganze Untertitel in den Videos überarbeite, damit die auch in den anderen Sprachen einen Sinn ergeben. Ich weiß, diese Autoübersetzung funktioniert nicht immer ganz astrein, da muss man ein bisschen händisch den Untertiteltext im Deutschen ein bisschen nacharbeiten, damit es dann bei der Autoübersetzung in die andere Sprache dann auch Sinn ergibt. Aber ich bin da dran und stelle das nach und nach alles richtig ein unter die Videos. So, heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, das sich ein Zuschauer gewünscht hat, und zwar möchte ich euch geschwind in dem kleinen Video zeigen, die richtige Waageheberaufnahme, die Punkte an dem 107er, wie man den Waageheber, entweder den Rangierwaageheber oder auch die Stempel der Hebebühne richtig ansetzt, wo man die ansetzt, damit man am Fahrzeug nichts beschädigt, beziehungsweise das Fahrzeug dann beim Hochbocken nicht vom Stempel runterrutscht und dann wie auf dem Boden liegt. Da zeige ich euch gleich die Punkte und dann fangen wir an direkt nach dem Intro. So, wie ihr jetzt hier schon seht, habe ich den Pannenwagenheber vom Bordwerkzeug hier mal angesetzt an dieser Wagenheberaufnahme am Außenschweller für die Vorderachse. Dieser Waageheber ist absolut aber für die Werkstatt ungeeignet, um irgendwelche Arbeiten dann, wenn das Fahrzeug mit diesem Waageheber hochgebockt ist, durchführen zu können. Der ist tatsächlich nur für die Panne gedacht. Wenn ihr eine Platte habt am Straßenrand, holt dann aus dem Kofferraum raus, setzt es entweder, je nachdem wo ihr den Platte habt, an die Vorderachse oder an die Hinterachse, an den Waageheberaufnahme des Außenschwellers an, schiebt hier den Zapfer, diesen Unterbockschuh, diesen Unterbockarm, schiebt er komplett in die Aufnahme rein, soweit es geht, und kurbelt dann mit der Handkurbel das Fahrzeug so weit hoch, dass ihr den Reifen wechseln könnt und dann aber sofort wieder abstellen, damit er wieder auf seine Schuhe steht und da nichts passiert. Also für die Werkstatt absolut ungeeignet. Stand ist auch relativ unsicher. Das ist in der Werkstatt absolutes No-Go. So, dann schauen wir jetzt die Punkte an, wo ihr mit eurem Rangierwaageheber ansetzt, beziehungsweise mit den Auslegerarme der Hebebühne, wo ihr die jeweils für die Hinterachse und für die Vorderachse ansetzt. So, dann zeige ich euch die Aufnahme, wenn ihr mit dem Rangierwaageheber ansetzt. Einmal hier am Längsträger, wir sind jetzt an der linken Seite. Und jetzt seht ihr hier unten, könnt ihr am Längsträger ansetzen und den Waage dann vorne an der Vorderachse so hochbocken. Das andere habe ich natürlich genau auf der anderen Seite genauso. Ja, nicht hier am Unterboden. Der Unterboden ist sehr dünn. Da setzt ihr bitte den Rangierwaageheber nicht an. Genauso wenig wie hier am Außenschweller. Das sind nicht geeignete Punkte für einen Rangierwaageheber. Wenn ihr die Hinterachse auf einmal hochheben wollt, könnt ihr auch den Rangierwaageheber am Ausgleichsdifferential an der Hinterachse ansetzen und dann die Hinterachse, das hintere vom Fahrzeug komplett einmal anheben und dann links und rechts mit so Unterlegklötze unterfüttern und dann aber den Rangierwaageheber wieder ablassen vom Getriebe. Und dann steht er mit der hinteren beiden Achsschenkel auf den Böcke sicher. Achtet aber darauf, wenn ihr die Hinterachse hochgebockt habt, das Fahrzeug nicht mehr, also müsst ihr vorne die Vorderachse mit Unterlegkeile sichern, damit er nicht nach vorne wegrollen kann. So, und das Anheben an der Hinterachse einseitig mache da am Hinterachsschenkel am äußeren Punkt unmittelbar
hinterm Reifen, da setzt er den Waageheber an. Komplett eignet sich der komplette Hinterachsschenkel, um den Waage hinter anzuheben. Und wieder gilt, nicht am Bodenblech. Bevor er aber den Waageheber am Hinterachsschenkel ansetzt, schaut er mal kurz drunter unter den Hinterachsschenkel, ob da nicht irgendwelche Bremsleitungen oder der Seilzug von der Feststellbremse nicht richtig entlang läuft. Normalerweise dürfte unten keine Bremsleitung und der Seilzug nicht entlang laufen, aber man weiß ja nicht, wie das vielleicht der Vorgänger oder irgendeine Werkstatt verlegt hat. Da müsste man gucken, dass er da nichts einklemmt. Also davor schaue, dass der Hinterachsschenkel unten frei ist. So, dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von unserem kleinen Video über die Waagenheberaufnahme vom 107er. Die Aufnahme, die jetzt hier in dem Video gezeigt wurde, treffe das nicht nur für das 107er Modell zu, beziehungsweise der Baureihe 107 zu, sondern auch für andere Mercedes-Modelle. Vorne am Längsträger und an der Hinterachse, am Achsschenkel relativ weit außen. Und wie gesagt, hinter beim Achsschenkel darauf aufpassen, dass nicht irgendwelche Bremsleitungen unterm Achsschenkel verlegt sind, beziehungsweise das Seil der Feststellbremse irgendwo da unten entlang läuft und ihr genau dann an dem Punkt euren Stempel vom Waageheber ansetzt und damit die Leitung dann vielleicht abdrückt. Da müsst ihr schauen, aber im Normalfall verlaufen die Leitungen über dem Achsschenkelträger und dann kann somit eigentlich nichts passieren. Wenn ihr, wie in meinem Fall, die Hinterachse komplett hochgebockt habt, beziehungsweise die Hinterachse komplett frei ist, müsst ihr die Vorderachse unterlegen mit so einem Unterlegkeil, ja, weil ihr wisst, wir haben hier ein Fahrzeug mit Heckantrieb und wenn die Hinterachse komplett frei ist, quasi hochgebockt ist, ist nichts mehr da, was das Fahrzeug irgendwie bremst. Ja. Deshalb sicherheitshalber ein Unterlegkeil vorne drunter legen, damit euch das Fahrzeug nicht nach vorne wegrollt. So, wenn ihr das nicht mit den Holzklötzen, so wie ich das bei meinem Fahrzeug gemacht habe, machen wollt, dann gibt es auch im Kfz-Zubehör oder auch mittlerweile in jedem gut sortierten Baumarkt hier so ein Tripod-Unterstellbord. Der hier ist geeignet für bis zu 2 Tonnen, also absolut ausreichend für unser Fahrzeug und den kann man hier höher verstellen und dann mit dem Sicherungssplint auf der jeweiligen Höhe dann sichern. Kann man genauso benutzen. Steht euch frei. Ich packe euch in die Videobeschreibung mal so ein Teil rein. Genauso gut packe ich euch mal einen Rangierwaageheber ein, der bis zu 2 Tonnen oder meiner kann glaube ich sogar 2,5 Tonnen hochheben, was ja auch absolut ausreichend ist, weil ich ja meistens nur an einer Achse, an einem Punkt anhebe und dann ja nie das komplette Fahrzeuggewicht auf dem Waageheber anliegend habe. Deshalb reiche 2 Tonnen, 1,5 Tonnen würde sogar auch noch ausreichen, damit ihr dann euer Fahrzeug hochbocken könnt. So, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und die Zuschauerzuschrift wäre jetzt somit beantwortet. Die Zuschauerfrage habe ich jetzt hoffentlich so mit dem kleinen Video beantwortet. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das Teilen von dem Video, über das Teilen vom ganzen Kanal und natürlich auch über ein Abo. Und dann würde ich mich freue, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Bis dann, macht's gut, ciao.